Wie Vrijans dat je ware hand angeschaut, wie Vrijans ook dat wie van jou ware kennen eine Geschichte met je metdelen. Dit is toch zo smak in deze moderne Welt, dat we kennen zo wat doen. Ik leg het een beetje aan te schuiven. Kijk maar, ik hok hier in onze kelder, ik sta hier in onze kelder en kijk me deze camera aan hier voor 12, 14 Minuten en verzet hier, zo te doen als wanneer er vielleicht een paar honderd mensen voor me zitten en vertel hier een Geschichte en ik mocht dat ook zo verteld hebben, dat du ook aangesproken bent. En ik mocht die ook aansporen van jou, dat je waren de aanklikken des aan een subscriber. We worden ons zeer vredig hebben. Weens, we brokken je door, dat we zijn niet gaan, dat je met ons zendt, dat je met ons helpt deze arbeid doen. Je zendt de jansie wat er te hard gedaan, vielleicht aan deze video. Maar du bent ook zo wat er buiten jes arbeiden, iedere dag. Mannen en vrouwen in Kenia, gemeentes, je zendt de mensen de buiten de wereld. Je gaan en vertellen mensen, je zendt met mensen te helpen iedere dag. Du forst vielleicht op een vlek met een ploeg, een tractor, en daar door de vlekken bearbeiden. En du forst vielleicht en betst even dat de mensen wat het eten wat du geplant hast. Oder du darfst vielleicht eens in eine Fabrik arbeiten. En du denkst dir ook zo, Mensch, ik arbeid hier, dat ik kan leven. Maar du darfst voor anderen ook arbeiten. Stel je maar voor, du merkst da eine Chor, du merkst da ein Rad, du darfst da Weit planten, du darfst das aufschneiden und du darfst das verarbeiten und Menschen eten das. Weißt du was, das ist eine Missionsarbeit. Was du da arbeitest, wo du für betalt kriegst, du schaffst nicht für den Mensch da, du schaffst für Jesus. Heute hast die Berufene, die Arbeit zu tun. Vielleicht bist du ein Lehrer. Vielleicht bist du auch eins von einer Fabrik, der ist Käsemerke oder Melk verarbeiten. Weißt du, das sind alles Arbeiten, was Gott uns gegeben hat. Vielleicht bist du auch ein Prediger, vielleicht bist du auch ein Diakon. Das sind alles Gaben, was Gott uns gegeben hat. Wir sind nicht alle Menschen, die vor der Kamera sind, stehen und durch Geschichte vertellen und Menschen anspornen. Die Gaben habe ich auch nicht alle. Und das ist auch Geschmackssache, nicht so? Ich freue mich sehr, dass ich das tun kann. Es ist wirklich einfach, hier vor der Kamera zu kommen und für 12 Minuten einzureden. Aber weißt du was, ich habe einen großen Gott, dem hast du auch. Das ist uns Gott. Wir haben uns es. Er ist immer ganz dicht bei uns. Er wird uns immer anspornen mit seinem Heiligen Geist. Wo immer du arbeitest, mein lieber Bruder, lieber Schwester, du bist ein offener Brief. Wisst ihr das? Du bist ein offener Brief. Du bist ein Missionar. Vielleicht hast du nicht mit der Bibel in der Hand, für Menschen stehen, das Evangelium wiederzubringen. Das ist ein Fehler. Ich tue das auch mit uns. Aber weißt du was? Wir sind alle verantwortlich mit unserer Gabe. Und jeder einer mit seiner Gabe. Wenn es deine Gabe, was hast du damit? Aber ich möchte dich auch anspannen, wenn du diese Arbeit tust, was immer die Arbeit ist, du doch nicht plitschet. Du nicht plitsch sein mit Sachen. Ich habe das so viele Jahre getan. Ich habe mich meist durchgelassen. Ich dachte, plitschmädchen. Das ging aber so sehr schön. Plitschmädchen. 20 Jahre. Weißt du, wie schlecht das ging? Wenn ich schluppe ging, ich konnte nicht anschluppen. Mir war so Angst dafür. Vielleicht eines Tages, wo das alle abgeklappt wurden, dann würde weiter werden, der Eduard Klassen wirklich wäre. Weißt du was, wenn ich nicht dort lebe, was ich hier nur von mir höre, wenn ich dort nicht tue, hier bin, meine Familie, das dort lebe, dann ist meine Arbeit alle vernuscht. Was ich dort auf der Bühne tue, dort muss ich tue, in mein Haus auch das dort leben. Dort gibt es so viele Menschen, die da nicht zweischneidig leben. Wenn die Menschen sind, dann leben die so, und wenn die Tüß leben, dann leben die so. Ich habe da ein Video über euch. Weißt du was, wenn das auch das dort ist, das ist nicht gut. Das ist sehr weh. Das ist sehr weh in uns Hort. Wenn wir müssen durch Rüt kommen von so etwas dort. Wir sind alle Missionare. Wir sind alle Missionare in vielleicht in ganz andere Weg, als wir vielleicht denken. Wenn wir irgendwo in eine Zeit kommen,
Und der sei die vielleicht, wirst du vielleicht eins was sagen kommen von Fähre. Dann wollte ich sagen, hör mal, ich leg dort nicht durch für Menschen Stunden gehen und was sagen. Und wenn du sagst, dass dort recht ist, das ist okay. Du brauchst nicht für Menschen gehen und was sagen. Wenn die dort nicht angeboren ist, dann ist das okay so. Du darfst deine Arbeit auf eine andere steht für Gott. Wie lehrt eine Familie kennen? Und das war ich in Welt sagen, diese Geschichte. Eine Familie in der Stadt, das sind sehr gute Freunde von uns. Die haben eine ganze Reihe Kinder. Ich glaube, die haben 8 Kinder. Sie vertelten uns, für ein paar Jahre 3, dass einer von ihren Jungs will sehr gerne in eine Mission gehen. Gott hat ihn berufen, dass er soll Bibel in China schmuggeln. Brüder und Schwestern, ich bin froh, dass meine Kinder da noch nicht gefragt haben. Nein, ich soll das vielleicht nicht so sagen. Aber in China Bibel schmuggeln, das ist gefährlich. Sehr gefährlich. Du kannst für dein ganzes Leben im Gefängnis hocken da rein. Der Ältere beten mit ihren Jungen Eva und sie sagen, wenn Gott die berufen hat, die Bibel in China schmuggeln, dann wollen wir die in eure Städte damit. Ich glaube, er wird 20 Jahre alt als dann von Haus noch, er flüchtet dann erst mal noch eine von den Ländern, ich glaube, Südkorea vielleicht. Dort hat er Eive. Der musste, ich glaube, 20 Kilometer durch über Boy und Tolls ran, durch im Busch. Da wie kein Weg. Bloß ein Stich. Aber der wird bloß mit dem Schatter ausgehackt. Hier musste er ran, und der musste in so und so viele Minuten oder Stunden musste die 20 Kilometer gerannt haben. Da ran, und dann war er 3 ran. So, das sind 40 Kilometer. So, dort hat er Eive, ich glaube, für ein ganzes Jahr. Ab diese 20 Kilometer, ich sage hier bloß 20 Kilometer, ich weiß nicht, ob es 15 wäre oder 20, bleibt nicht auch alle gleich. Die Geschichte, die ich Ihnen vertellen will, er rannt. Der hat ein paar Kameras auf der Fläche, auf das angestellt. Und wenn die da vorbei wäre, dann könnte das immer sein, wenn die da vorbei gerannt wäre. Und als er dann für ein Stück hat geeift, sei er ran, mit einem Sack über die Schulter, und seinen, was immer er mit hat, das musste er mitschlafen, das wird gleich leicht. Eine ganze kleine Bibel mitschlafen und dort ran, das wird gleich einfach. Und das wird sehr heit. Und was passierte da? Die ganze Gruppe ran da ein Tag, und dann war 3 gerannt. Als die 3 ran, die Menschen, die bei der Kamera warten, wo Base, wo das Haus, wo sie 3 ran, die hockten und kickten an die Kameras, wenn die alle vorbei wären. Wenn die 20 ran, 19 wären alle vorbei gerannt. Aber der 20. ran nicht bei der Kamera vorbei. Ein paar Stunden später gingen sie dann mal kicken, seht ihr nur den Jungen. Und dort wie dieser Lied, ein Jung. Der hat nicht geschafft. Ein Sonntag zum Morgens oder ein Montag zum Morgens schrie der Ältere in der Stadt einen Anruf. Und er sagte, wir haben nicht eine gute Nachricht. Ein Jung hat einen Hartanschlag und ist gestorben. Da muss das schwer sein für die Ältere. So eine Nachricht zu kriegen, so Leute ihren Jungen sich vorbereiten, dass er Bibel in China schmuggeln. Dort will sehr schwer für ihn begonnen zu lassen. Nicht riesen eine Nachricht, dass er jung tot ist. 20 Jahre alt oder so. Und hat sein Leben auf Missionsfläche gelassen. Dass er andere Menschen die Bibel bringen, dass sie können lesen und dass sie auch können Christen werden und Jesus als persönlichen Heiland annehmen. Der Eltern haben sehr gerät. Das hat ihn sehr weh getan. Jedes Mal, wenn wir die Hand vor, dann reden wir nach Eva. Das ist doch sehr wichtig, meine Brüder und Schwestern, dass wir das Evangelium der anderen Menschen mitteilen.
Menschen wachten, dat du endlich worden kommen. Dass du reid een kleine beetje hand te geven voor zo wat. Deze ouderen, jij wie erin zien. Om dat evangelium, zo'n mensen wordt gebracht worden. Wat niet de Bibel lezen kennen. Wanneer ik dan hier, dat we in onze Mennoniten kleine mensen hand, sogar Gemeindeleiters hand, wat er jenen zijn dat ihre Gemeindeglieder Bibel lezen doen. Weet je wat? Ze jeften toch niet. Brüder und Schwestern, diese Menschen geben ihr Leben, omdat ich eine Bibel Menschen bringe, wo sie so erwachte, hungrig sind, dass sie endlich mal die Bibel lesen, Gott sein Wort, und dass sie verstehen können, was Gott für ihnen getan hat. Und wir haben eine kleine Menschen, Leiders, wo da jenen sind, dass ihre Gemeindeglieder Bibel lesen dürfen, dass sie nicht verdreht wurden. Brüder und Schwestern, dat van de dag dat du en ik als Plautdietsche Menschen abstoßen von unserem Schlup. Menschen brauchen Jesus. Gott hat uns sein Wort gegeben, dass wir es alle lesen können. Dass wir beten dürfen. Dass wir Jesus unsere Sünde bekennen dürfen. Diese Lied, ja, wir sehen in der Mission. Die sind Freude toll, dass sehen aus dem Himmel, während er hat sich bekehrt, er wisst, was er tut. Er wisst, dass Gott am das Leben nehmen. Aber er dachte nicht, dass es dort wird kommen. Und das ist okay. Er wird bereit, Jesus zu begegnen. Das weiß er alle auch. Da sind sie nicht so traurig da, Eva. Sie wissen, wo jung ist. Nu will ich uns alle anspannen, Brüder und Schwestern. Weil wir doch das Evangelium uns mitteilen, sodass unsere Mitmenschen sich auch bekehren können. Nicht bloß religiöse Sachen praktizieren, sodass die Jesus annehmen als ihren persönlichen Heiland. Das ist das Wichtigste, was du und ich im Leben tun können. Mocht Gott die gesehen haben mit dieser Geschichte, mocht Gott die auch angespannt haben, am Notfall. Jedem dein Leben, mein lieber Bruder, lieber Schwester, lieber Freund, wenn du dem noch nicht kennst, dem Herrn Jesus, von der aus der Tag, du weißt nicht, aus dem Mal gekommen wird. Sie reit, denen kenne ich zu begegnen. Und wenn du nicht hast, dein Leben Jesus gegeben, das wird nicht Geld sein, ab mir für dich. Aber wenn du Jesus kennst, dann wirst du im Himmel sein mit ihm. Habt einen schönen Tag. Gottes Segen mit dir.